Heute gibt euch David von Easy einen Einblick, was das Tool noch alles Spannendes zu bieten hat. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. Einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß mit David. Ja, hallo Nicola, danke für die Möglichkeit, dass wir hier wieder etwas aus unserem Easy Screener zeigen können. In dem Video möchte ich auch so ein bisschen erzählen, wie ich persönlich vorgehe. Das könnte vielleicht auch interessant sein für deine Zuschauerinnen und Zuschauer. Worauf schaue ich? Ich bin ja sehr charttechnisch orientiert. Wie hilft mir das Tool dabei? Und wie gehe ich jetzt zum Beispiel damit um, dass jetzt momentan der Fix ist ja relativ niedrig. Wir können ja hier mal drauf schauen. Wir haben ja im Tool auch immer hier eine Info zum Fix, zum Gesamtmarkt. Ganz klar, der US-Aktienmarkt ist auf dem Allzeithoch. Wir haben sehr, sehr starkes Momentum, sind kurzfristig schon überkauft, aber der Bullenmarkt ist natürlich in vollem Gange. Und ja, ich möchte einfach mal einsteigen, euch mal zeigen, wie ich vorgehe und zum Schluss dann auch nochmal ein Update geben zum Signaldienst. Ich habe ja, glaube ich, beim letzten Video habe ich einen Zwischenstand gegeben nach 32 Trades. Jetzt haben wir wieder 10 Trades geschlossen. Da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, was da so gelaufen ist. Ja, steigen wir mal ein in das Tool. Ihr habt ja die Möglichkeit, und das sogar völlig gratis, den Aktien-Screener gratis zu nutzen. Und was ich sehr, sehr schön finde in dem Tool ist natürlich, dass wir zum einen hier zum Beispiel über die Branchenübersicht auch zum Beispiel sehr, sehr schnell auf bestimmte Branchen eingehen können und sehen können, was sind denn jetzt die Leader. Wir sehen hier ganz vorne mit dabei Industriewerte, Tech und Financials. Das sind die drei starken Branchen, die auch den Markt nach oben ziehen, und das ist sehr, sehr bullish, auch statistisch, während jetzt hier zum Beispiel Consumer Staples, Energie, Immobilien, Healthcare am unteren Rand sind, Healthcare sogar unter der 200-Tage-Linie, also sehr, sehr schwach. Was ihr machen könnt, ihr könnt sehr, sehr einfach auch hier draufklicken, zack, und bekommt jetzt aus den 6.800 Aktien nur noch zum Beispiel die Industriewerte, ja, und könnt die dann sortieren nach bestimmten Kennzahlen. Wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr zum Beispiel sehr, sehr schnell, und jetzt hat man es gesehen, wie schnell man zum Ziel kommt, die Frage beantworten, zeige mir die technisch stärksten Industrietitel. Also ich nehme den stärksten Sektor und möchte die stärksten Titel sehen. Dann sehe ich die hier sofort auf einen Schlag, da sind die Werte. Und könnte dann hergehen und zum Beispiel die entweder weiter analysieren oder darauf Optionen suchen. Ich möchte euch zeigen, wie ich auch mit Filtern arbeite in diesem Video, und dementsprechend sind wir jetzt hier im Aktienscreener. Ich gehe hier mal drauf. Wir haben ja für euch hier einige Beispielfilter programmiert. Wenn ihr da noch Ideen habt, Wünsche, können wir die natürlich jederzeit auch ergänzen. Das soll einfach nur als Inspiration dienen. Also, was ich mir gerne anschaue, vor allem in so einer Zeit wie jetzt, wir haben einen starken Markt, wir haben einen Bullenmarkt, wir haben Momentum, aber die Vola ist bei vielen Werten sehr, sehr niedrig. Dann schaue ich gerne mal auf die, ja, ich habe sie einfach jetzt mal Kursraketen genannt, und bekomme jetzt hier, das ist interessant, von tausenden Werten bleiben nur 5 übrig, und ihr könnt euch anschauen, was steckt da eigentlich hinter dem Filter, was steckt da dahinter, das kann man ja ganz unterschiedlich bauen. Wir haben es tatsächlich sehr, sehr einfach hier gemacht. Also hier, die Aktie muss mindestens 5 Milliarden Market Cap aufweisen. Warum das? Wenn man sich den S&P anschaut, fängt es ungefähr bei 4, 5 Milliarden an. Dann hat man jetzt nicht die ganz, ganz kleinen Titel unterhalb des S&P 500. Ja, mache ich hin und wieder was, aber in der Regel reicht mir eigentlich hier so eine Market Cap aus, um einfach viele ganz kleine Small- und Micro Caps auszuschließen. Und dann technisch definieren wir es so, wir sagen einfach, die Aktie muss mindestens 40% gestiegen sein auf 6-Monatsbasis. In den letzten 3 Monaten halt auch 20%, ne? Also ein relativ durchgängiger, starker Schub nach oben, und muss jetzt korrigiert haben. Ne? Das ist also im Endeffekt die Idee dahinter. Man könnte natürlich genauso hergehen und sagen, ja, ich möchte es aber mit dem RSI machen und hier ein RSI einfügen. Gar kein Problem. Dann seht ihr hier habt ihr den RSI, und ihr könntet jetzt auch hier ein RSI eingeben. Also auch das kein Problem, und dann eben hier als eigenen Filter speichern. Das ist also wirklich sehr, sehr einfach. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Wir haben jetzt also einen Vorteil. Wir haben aus ganz vielen Werten sozusagen 5 rausgepickt, die uns interessieren, die interessant sein könnten. Und jetzt, wie gehe ich jetzt konkret hier vor? Wir haben immer wieder mal Fragen, oder wenn wir auf Messen sind, dass die Leute sagen, ja, ich tue mir immer noch schwer, ich habe jetzt hier ein paar Werte, aber wie genau, welche nehme ich denn jetzt? Für mich persönlich ist die technische
Qualität sozusagen des Wertes am interessantesten, weil ich bin ja als Optionsverkäufer in der Regel nur ein paar Wochen investiert. Da mache ich mir jetzt über Fundamentals nicht so viel Gedanken, weil die verändern sich sowieso nicht so schnell. Der Kurs ist sowieso immer schneller als die Fundamentals, läuft voraus. Was ich mache, ich gehe jetzt einfach hierher. Oklo kennt man ja, Kernenergie, sehr, sehr spannender Sektor auch, feiert ja jetzt auch eine Renaissance. Und mir reicht eigentlich ein Blick auf den Chart. Ich sehe einfach hier, dass das Ganze sehr, sehr momentumgetrieben, schöner Aufwärtstrend, jetzt eine Korrektur. Der RSI geht irgendwo so in den 50er-Bereich zurück, hat sich jetzt hier stabilisiert. Das heißt, das könnte tatsächlich hier in einem guten Marktumfeld, wie wir es jetzt haben, auch die Möglichkeit sein, dass der Wert weiter nach oben zieht. Gefällt mir charttechnisch schon mal sehr gut. Und wie gesagt, dann kann ich in den Optionsscreener gehen, machen wir jetzt gleich, aber nur mal für euch als Info, als Hintergrund. Wir haben ja gesagt, der Markt bietet momentan insgesamt niedrige Optionsprämien. Warum nehme ich jetzt solche Highflyer hier? Die Aktie steht bei 55. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt ungefähr 10% runter, nicht ganz, nehme jetzt hier mal 50er Strike, dann bin ich irgendwo beim Delta von 32. Das ist so eigentlich die Zone, wo ich mich meistens aufhalte. Ich gehe nie ganz weit nach unten. So wie es viele propagieren, ja, Delta 5, Delta 10 macht für mich persönlich keinen Sinn, weil dort die Reaktion natürlich, wenn der Trade gegen mich läuft, dort steigt der Put viel stärker an. Also das heißt, ich habe relativ schnell größere Verluste, die da passieren können. Ich gehe lieber höher vom Delta und gucke, dass ich von der Charttechnik her lieber das Timing auch gut erwische. Und jetzt schaut mal her, bei einem 32er Delta 78% Rendite, das ist natürlich, PA ist natürlich extrem, das haben wir nicht mal beim Bitcoin. Deswegen finde ich solche Werte sehr, sehr spannend. Selbst wenn man jetzt hier runtergeht auf einen 20er Delta, hat man immer noch 30%. Und das vor den Earnings, ganz wichtig, ihr seht ja auch hier, wann die Earnings kommen, deswegen, wenn es hier orange ist, da würde ich jetzt nicht drüber gehen, weil bei so einer Aktie weiß man nie, die kann auch 20% fallen nach den Earnings, alles möglich, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Über eure Unterstützung, damit der kleine Kanal schnell groß und stark werden kann, würden wir uns sehr freuen, indem ihr den Daumen hoch anklickt, den Kanal abonniert, großartige Kommentare dalasst und vielleicht sogar den neuen Thanks-Button ausprobiert. Vielen Dank euch. Dann hier auch ein spannender Wert, kennt vielleicht auch nicht jeder, Tempus AI im KI-Bereich. Technisch haben wir hier einen Score 8 von 10, würde mir auch gefallen. Warum? Steigt hier nach oben, hat hier wieder eine schöne Korrektur hinter sich, beginnt jetzt hier möglicherweise zu steigen. Wie gesagt, wir sehen hier die Earnings. Das sind Werte, die ich jetzt spannend finde. Dann habe ich mir mal angeschaut, zum Beispiel hier CoreWeave, sind ja erst seit kurzem an der Börse. Hier würde ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt reingehen. Da ist mir der Trend einfach noch zu negativ und die Aktie ist einfach seit dem Börsengang viel zu stark gestiegen, ne? Von rund irgendwie 35 auf fast 200. Das ist schon echt ein extremer Hype hier, auch wenn ich weiß, Nvidia ist hier Investor und so weiter und so fort, aber ist vielleicht hier noch deutlich mehr Abwärtspotenzial. Von daher, die würde ich jetzt weglassen. Also ihr merkt schon, ich schaue sehr stark nach der Charttechnik. Für mich ist das kurzfristig entscheidend, weil, wie sagt immer Graham, der gute alte Investor, die Legende, sagt immer, kurzfristig ist der Markt eine Stimmungsmaschine, ne? Langfristig irgendwo so eine Waage oder ein Ausgleichsmechanismus, wo dann die Fundamentals eine Rolle spielen, aber kurzfristig ist es eine Stimmungsmaschine und da habe ich das beste Tool aus meiner Sicht, ist dafür eben die Charttechnik, die technische Analyse. So, jetzt haben wir jetzt hier die Werte und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, okay, nehme ich die Aktie direkt? Bei solchen Prämien gehe ich zum Beispiel gerne vor, dass ich eine Option schreibe, also einen Put verkaufe oder eben einen Bullput draus mache. Und wie kann ich das jetzt tun? Wir haben jetzt hier die Aktien ausgesucht. Ich gehe dann sehr gerne zum Beispiel in den Express-Modus und ticke hier an, nicht den S&P 500, sondern die Aktien, die wir eben aus dem Screener haben. Und da tauchen die auch schon hier wieder auf. Das heißt, der Express-Modus sucht jetzt hier nach Short Puts, aber nur auf die 5 Werte. Und ich habe jetzt hier mal recht offensiv, normalerweise bewege ich mich eher hier in dem Bereich 10-20%. Ich habe jetzt mal für dieses Beispiel einen offensiven Bereich gewählt. 20-30% Prämienrendite verlange ich. Ich möchte nicht Strikes sehen, die über 100 gehen. Laufzeit, das ist eigentlich so der Sweet Spot hier, das lasse ich drin. Ich möchte keine Earnings. Fokus bedeutet, ich möchte, dass eine gewisse Liquidität da ist und natürlich nicht im Geld bedeutet, der Strike ist unterhalb des aktuellen Kurses und bekomme jetzt hier, das ist interessant, also ich habe hier ein mittleres Delta, ich bekomme jetzt hier folgende Vorschläge, CoreWeave,
Ein 85er, dann hier für die KI-Aktie nochmal, dann für Hims and Hers und so weiter. Und ich mache jetzt mal als Beispiel das hier mal auf und zeige das mal, wie das dann aussehen würde. Also, das ist jetzt hier wäre jetzt der Strike sehr weit weg, aber wir haben ja vorhin gesagt, die Aktie will ich nicht unbedingt. Nehmen wir mal hier den anderen KI-Wert, Tempus AI. So, das wären 28%. Das wäre jetzt hier der Strike unterhalb der 200er, hier irgendwo in dem Bereich. Da würde ich sagen, tatsächlich, wenn sie hier drunter geht, ja, dann ist irgendwas faul. Ich würde sogar tendieren, hier so ein bisschen höher zu gehen. So, und jetzt möchte ich euch noch zum Schluss, wie versprochen, ein kleines Update geben zum Signaldienst. Also ihr seht schon hier, das wird auch in der App schön angezeigt. Auch hier die Prämien, die wir eingenommen haben mit den Trades quasi im Musterportfolio oder im Signaldienst, je nachdem, wie man es nennt. Wir waren beim letzten Video, als wir hier waren bei dir, Nicola, bei 32. Jetzt haben wir schon 10 weitere geschlossen. Wir gehen die mal durch. Also hier zum Beispiel Archer im Plus geschlossen. Relativ kleiner Basiswert natürlich. Hier ein Strike von 9,50 $, das ist klar. Dann hier Block oder Square haben wir einen Put gehandelt, auch schön geschlossen. Dann Rigetti, Quantencomputer. Das ist auch etwas, was ich mir gerne anschaue, weil hier die Prämien sehr, sehr stark sind. Dann hier ein Short Put auf den Bitcoin-ETF, auch hier wieder ein Plus. Ihr seht's, wir haben bisher noch keinen Verlusttrades gemacht. Also sobald wir mal ein Minus machen, müssen wir ein Video dazu machen, Nicola. Der erste Verlusttrade, da machen wir Videopremiere auf deinem Kanal. Ihr seht auf jeden Fall, dass, wie gesagt, das sehr, sehr gut funktioniert, wobei das Börsenjahr gar kein einfaches war, muss man ja auch sagen. Also dementsprechend ist das umso mehr, sage ich mal, der Beweis, dass man mit Optionshandel tatsächlich auch gute Performance machen kann. Und wie gesagt, das Schöne ist, ihr seht, als Abonnenten seht ihr wirklich alles im Chart, jeweils den Einstiegszeitpunkt, welche Option hier gehandelt wurde, wann wurde sie zurückgekauft. Ihr seht hier in den Tabellen jeweils hier die Prämien, die wir vereinnahmt haben, den Rückkauf. All das ist völlig transparent und was wir uns vielleicht auch anschauen können, das sind jetzt zum Beispiel die 5 Trades, die laufen. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und so einen kleinen Einblick in meine Denk- und Handelsweise. Mich würde interessieren, wie gehst du vor? Vielleicht gerne in den Kommentaren mal ein bisschen kommentieren. Worauf schaust du? Fundamentale, technische Dinge. Wie gehst du bei der Aktienauswahl vor? Wie gehst du bei der Optionsauswahl vor? Und natürlich lade ich euch sehr gerne ein. Easy.io könnt ihr die App auch mal 2 Wochen völlig gratis testen. Und dann seht ihr auch, okay, welchen Mehrwert hat das Ganze für euch. Ich denke, für jeden, der mit der Option handelt und der Zeit sparen möchte und der schnell ans Ziel kommen möchte, ist das Tool eine große Hilfe. Aber schaut es euch sehr gerne an. Wie gesagt, 14 Tage gratis. Und dann sage ich Tschüss und ja, steigende Kurse für alle.